Grüezi, wir sind heute nach einem schönen freien Tag in Pratteln, also wieder in der Schweiz. Z7, ein Ort, wo wir schon häufig waren, wo wir uns immer sehr, sehr drauf freuen. Da sind wir wieder. Viel Spaß. Ja, irgendwie ist hier noch ein Backstage. Hier ist noch ein Backstage-Raum von dir, aber du bist nicht drin. Was ist das Problem? Sag doch mal bitte. Ich finde dich nicht. Launi! Ich gehe mal in den Bus, ne? Fake Nesquik. Shove it down your... Fucking hell, that's got to taste horrible. Shove it. Wir haben wirklich ein ernsthaftes Problem, was Laurin mal lösen muss, weil wenn du mal schaust, ich möchte gerne meine Teetasse beim Soundcheck gleich hier reinstellen. Ganz ehrlich, wie soll ich denn so arbeiten? Stell dir mal vor, da ist heißer Tee drin. Was soll denn da passieren, Laurin, ha? Ne? Stell dir mal vor, der Tee wäre jetzt heiß. Und ich gieße ihm mir auf die Finger oder dir. Ne? Also müssen wir mal gucken, was für eine Idee Laurin da hat. Ich habe eine Woche Zeit. Ich dachte eigentlich, dass vielleicht schon morgen. Naja. Snowflakes, ne? Gibst du mir ein Signal oder? Signal. Signal. Ja, hallo ihr Lieben. Wie ihr ja alle sicherlich schon mitbekommen habt, habe ich die große Freude, dass ich jetzt nicht nur neben der Bühne die Bühne teilen kann, sondern auch auf der Bühne die Bühne mit den Lord-Jungs teilen darf. Und da dachte ich mir, lass uns noch mal ein bisschen angucken, was wir heute eigentlich dabei haben und was ich eigentlich so mache. Das Herzstück ist natürlich, dass ich Gitarre spiele. Ich teile mir so ein bisschen mit Pi dabei die Rhythmus- und Leadgitarre auf, wobei in erster Funktion er eigentlich weiterhin die Rhythmusgitarre macht und schön da unten rumschronkt und ich so ein bisschen mehr den melodischeren Kram mache. Dafür zum Beispiel auch die Parts von Chris und Gerrit übernehme, die ja, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, jetzt gerade keine Gitarre erstmal mehr spielen. Und das gibt einfach die Möglichkeit, dass man viel mehr umsetzen kann, was man vielleicht auf Platte schon gemacht hat, dass da noch irgendeine weitere Gitarre so rumschwirrt, die aber jetzt vielleicht nicht unbedingt grundessentiell wäre, aber man so damit das ganze Bild dreidimensionaler und größer nochmal auf die Bühne bringen kann. Dafür habe ich vor allen Dingen meine wunderschöne eigene Cyan-Gitarre, natürlich. Für die, die aufmerksam sind, sehen, dass ich aber nicht 6, sondern 7 Saiten habe. Das ist tatsächlich einfach irgendwie für mich schon seit Jahren so ein Ding gewesen, dass ich irgendwann auf 7 Saiten umgestiegen bin und das mich einfach so gewöhnt habe, dass Chris meinte, ja, ey, warum nicht einfach auch hier eine 7-Saiter-Gitarre? Und das ist nicht, dass ich eine dickere Seite habe, sondern ich habe eine dünnere Seite mit dazu. Das heißt, ich habe nach oben hin mehr Tonumfang. Peace-Gitarre ist quasi genauso wie die, nur ohne die dünne. Dann hast du ja auch 6 Seiten. Und also quasi. Ja, Benji hat auch, das sieht man jetzt nicht, aber er hat auch einen Finger mehr. Dann kann er ausfahren. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, gerade bei den hohen melodischen Sachen eben nicht ganz hier oben greifen zu müssen, sondern einfach ein bisschen entspannter dabei arbeiten zu können. Als zweite Gitarre habe ich von Chris ihm so eine goldene Gitarre übernommen. Das ist quasi für die C-Stimmung, weil wir haben ja C-Stimmung und A-Stimmung. Das ist C und die andere ist in A-Stimmung. Das Ganze geht dann hier in mein Line 6 Helix Stomp XL. Pi hat das große Stomp, Chris hat das kleine Stomp, ich habe das mittlere Stomp, wo ich irgendwie meine ganzen Sounds mitsteuere. Natürlich ein Mikrofon für ein bisschen Backing Vocals, Harmonien, ein bisschen extra Gegrunze, alles was irgendwie noch gebraucht wird und gemacht werden darf. Und dann kommen wir hier auch schon mal zu meinem Keyboard, ein Native Instruments Complete Control S61, allerdings zweite Generation, nicht die neue dritte. Wunderschönes Keyboard, macht mir sehr viel Spaß zu spielen, schöne Tastatur, verbunden mit einem Laptop, der sich hier unten versteckt. Das ist quasi eine ähnliche Lösung, wie Gerrit das hat. Da läuft eine Software drauf, die heißt Mainstage. Das ist quasi eine Live-Version von der Software Logic. Vielleicht kennen die manche von euch, die sich ein bisschen mit Musikproduktion befasst haben. Und das heißt, das ist eigentlich nur der Steuerer für den Laptop. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke, sagt der dem Laptop, spiel mal diese Taste in der Lautstärke ab. Und so kommt das Ganze dann gesammelt in die Plugbox rein, an Monitorplatz, an FOH und wird laut gemacht. Und das darf ich machen. Penis Cola. Ich bin Fan. Ich habe Merch von Penis Cola. Es ist ein wunderbarer Ort. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen, außer dass ich extra 50 Minuten Umweg gefahren bin, um mir eine Tasse und dieses Brillenetui zu kaufen, weil ich den infantilen Humor besitze und es witzig finde, dass da Penis Cola draufsteht.
Was soll ich sagen? Ich habe nichts weiteres zu meiner Verteidigung beizutragen. Ich find's witzig. Keyboard Player. Thanks for having me. Hallo, hallo. Na, hallo TV of the Lost Zuschauer. Wir sind der Trommelkreis. Mich kennt ihr. Diesen Menschen nur so halb. Yep. Oder hoffentlich ein bisschen mehr. Zukünftig weitaus mehr. Denn das ist der Jörn. Der Jörn ist gerade eingesprungen, dankenswerterweise und relativ kurzfristig das auch noch dazu, für den krankheitsbedingt ausfallenden Nick. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir vermissen dich. Und Jörn ist ein ganz, ganz hervorragender Drummer, den ihr kennt von Bands wie Antitype und steht auch zurzeit oder sitzt zurzeit auf der Bühne von, mit und durch Joachim Witt Genau. an den Drums. Genau, hallo. Ja, hallo. Ne? Als ich vor 10 Tagen hier war mit Witt, da hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell wieder hier im Z7 bin heute. Ach stimmt, du warst ja gerade ich war hier. heute jetzt zum zweiten Mal innerhalb von Hast du noch 11 Tagen. Genau, das Schlagzeug kenne ich auch so ein bisschen, denn nicht nur am Schlagzeug habe ich gesessen, sondern auch für Nick natürlich getaggt. Und trotzdem ist es natürlich einfach ganz was anderes, eine Show zu spielen. Und vor allem, 6 Tage und jetzt heute schon die zweite Show, kein Schlaf. Und ganz viel Songs lernen war auf jeden Fall schon ganz schön krass. Aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und das machen zu können. Und Gut, dass du da bist, Lennart, weil wir haben schon festgestellt, das ist mit Sport genauso wie mit Essen. Wenn es kein Social Media gibt, also wenn du dein Essen nicht fotografierst, hat es nicht geschmeckt. Wenn du den Sport nicht willst, hast du ihn nicht gemacht. Das ist gut, dass du da bist. darf ich den mal anfassen? Prego! Jetzt wird ordentlich. Mal deinen Praddeln, Alter. Geile Songs, aber. Geile Songs. Aber was? Aber was? Ja, geile Songs, Deine aber. Mutter! Geile Songs, aber da muss ja noch was kommen. Immer Einschränkungen wieder. Aber kann nicht arbeiten. Flasht him. Show, Alter. Pratteln. Das war geil. Und jetzt schneiden wir um nach Frankreich, nach Grenoble. Merci. Nein, ich gehe raus.
ja doch nicht ganz ohne, ne? Habe ich mir noch ein bisschen was gekauft, dass man so ein bisschen Figuren malen kann. Die habe ich jetzt schon mal schwarz grundiert. Jetzt kommt da weiß oben drauf. Ist ein bisschen blöd mit dem Wind. Mal gucken. Okay. Lennart, wir haben doch gesagt hochkant. Wir wollen doch mit den jungen Leuten was. Das ist geil. So, siehst du? Siehst du, sieht schon viel besser aus, Freunde. Ja, und die Likes kommen. Seht ihr die Likes? Guck mal, siehst du, wie die Herzen gerade an der Gleich gerade, gleich gerade. Guck mal, und noch ein Herz. Hashtag for you. Und noch ein Herz. Guck mal, ab morgen OnlyFans. Oh, Pause. Oh, ich geh was essen. Die ist nicht auch cool, das Pi ein Foto von mir auf seinem Handy hat. Das ist aber vor 3 Jahren. Das ist ein altes Foto. Da hatte ich noch einen Bart. Ja. Das ist Mitteilung von Be Real. Oh. Von deinem OnlyFans. Wie alt warst du da, Chris? Endlich wieder ein Subscription. Wie alt warst du da? 4. Sweet. Haben wir uns kennengelernt. Ich war minus 17. Es war eine wilde Zeit. Viel durchlebt. Ja, es geht weiter. War das in Utero, ne? In Utero, ja. Hochkant. Mann. TikTok. Siehst du? Seilspringen. Ja. Okay. Bereit? Ja. Merkst du, wie fit ich werde? Einfach, Lennart, einfach das Audio verwenden und was ganz anderes drüberlegen. Oh. Lennart, fang. Dankeschön. Ja, Lennart. Der nächste. Fang. Ich versuche hier jetzt auch den Hintergrund wegzunehmen, sodass es aussieht, als würdest du schwimmen. Ja, sehr gut. Und wer kann übers Wasser laufen? Jesus Christ. Ja, die Leuchtung scheint nicht kaputt zu sein. Es flackert. Ja, letztes bei den Konzerten hat es auch die ganze Zeit geflackert. So. Ja, und Bei auch den immer, Parts. auch immer Farben unterschiedlich, als ob die Glühbirnen nicht richtig So würde eingestellt NASA die ganze Zeit mit ihrem Hue spielen. Genau. Bin ich schon drauf? Grenoble, it was our first time here. It felt like a hometown show. When we go to a place where we play for the first time, we expect nothing. Shock! We got everything, including super utmost respect in the crowd because there was mosh pit, there were people just listening, dancing, everything. Everything was going on, crowd surfing, and you managed to do it all in harmony. That was great. Thank you so much. Merci beaucoup. Oh, my asshole!